Moin Leute, ihr steht vor der Frage, welche Rolle soll es sein, ein Zweitakter oder ein Viertakter? Heute helfen wir euch dabei, diese Entscheidung zu fällen. Dabei stehe ich für den Zweitakter. Ich erkläre euch die positiven und negativen Seiten eines Zweitakters. Und ich erkläre euch, warum ich persönlich einen Viertakter fahre. Fangen wir also erst damit an, woher kommt der Name Zweitakter und Viertakter. Was genau hat es damit auf sich? Und dazu müssen wir uns ungefähr die Funktionsweise eines Motors anschauen. Die Funktionsweise des Motors ist ungefähr wie folgt. Im Motorblock sitzt eine Kurbelwelle und auf der ist ein Kolben befestigt. Jedes Mal, wenn der Kolben nach vorne geht oder nach hinten geht, dreht sich die Kurbelwelle. Über den Kolben kommt ein Zylinder, so dass sich der Kolben im Zylinder nach vorn und zurück bewegen kann. Das sieht dann ungefähr so aus. Und während er vor und zurück fährt, dreht sich die Kurbelwelle. Das heißt, er treibt die Kurbelwelle an. Über den Zylinder kommt ein Zylinderkopf und in den wird hier die Zündkerze reingeschraubt. Die Zündkerze entzündet in diesem kleinen Raum hier das Gemisch. Es findet also eine Explosion statt und durch diese Explosion wird der Kolben reingedrückt. Und achtet hier mal drauf, die Kurbelwelle dreht sich. Nur passiert es nicht in diesem Tempo, sondern um einiges schneller. Ungefähr in diesem Tempo. Das aber auch abhängig von der Drehzahl. Dabei wird die Bewegung von der Kurbelwelle über einen Riemen auf das Hinterrad übertragen und so bewegen wir uns vorwärts. Der Unterschied zwischen einem Viertaktroller und einem Zweitaktroller liegt somit auf der Hand. Beim Zweitaktroller wird das Gemisch alle zwei Takte gezündet. Das heißt, das Gemisch wird gezündet. Beim ersten Takt geht der Kolben rein, beim zweiten wieder nach außen, dann wird es wieder gezündet, geht es rein, wieder raus, dann ist wieder gezündet. Das heißt, alle zwei Takte passiert ein neuer Schub. Bei einem Viertaktroller passiert die Zündung dementsprechend alle vier Takte. Das heißt, es findet eine Zündung statt, der Kolben geht rein, das ist der erste Takt, beim zweiten geht er raus. Hier wird er nicht gezündet, sondern geht allein durch den Schwung aus der ersten Zündung wieder rein, das ist der dritte Takt. Und erst beim vierten Takt, wenn er draußen ist, wird er nochmal gezündet. Das heißt, erst alle vier Takte bekommt der Viertaktroller einen neuen Schub. Und so kommen wir zum ersten Punkt der Performance. Dadurch, dass der Zweitakter alle zwei Takte einen neuen Schub kriegt, ist er viel stärker im Anzug als ein Zweitakter und zieht ja, so gut wie jedes Auto an der Ampel ab. Stärker als ein Viertakter. Und ja, heißt aber nicht, dass ein Viertakter jetzt von hinten angeschoben werden muss, um in die Pötte zu kommen. Der startet sehr gut mit den Autos mit. Ich als jemand, der einen Viertakter fährt, werde so gut wie nie an der Ampel abgezogen von dem Auto. Der nächste eng damit verknüpfte Punkt ist der Verbrauch. Bei einem Zweitakter ist der Verbrauch deutlich höher als bei einem Viertakter, denn genau aus diesem Grund, dass der Zweitakter alle zwei Takte neuen Schub bekommt, muss er auch alle zwei Takte neuen Sprit bekommen. Der Verbrauch eines Zweitakters liegt bei ungefähr 4 Liter bis 5 Liter und da sind wir schon im Bereich eines Kleinautos, eines Kleinwagens. Da muss man schauen, ist einem diese Performance, dieser stärkere Anzug es wert. Außerdem verbraucht der Zweitakter Öl. Das heißt, bei einem Zweitakter wird Öl mit verbrannt, mit dem Sprit. Es gibt ältere Roller, bei denen man das Öl noch dem Benzin dazu mischen muss. Die moderneren Roller mischen das selbst. Es gibt dennoch zwei getrennte Tanks, einer für den Sprit und einer für das Öl. Und da wird das Öl dann vom Roller selbst beigemischt, zum Benzin beigemischt und mit verbrannt. Das heißt, es ist wieder ein Kostenfaktor. Man muss nicht nur tanken, sondern auch Öl dazu geben. Ist nicht viel, aber trotzdem ist was. Ein Viertakter verbraucht kein Öl, da ist die Technik wie bei einem Auto. Das Öl wird nur zum Schmieren verwendet und
der Verbrauch, also der Spritverbrauch beim Viertakter liegt deutlich unter dem eines Zweitakters. Ein Viertakter verbraucht so zwischen 2,5 bis 2,8 Liter, das heißt sogar unter 2 Liter. Außerdem, dadurch, dass der Zweitakter Öl mit verbrennt, sind wir beim nächsten Punkt der Umwelt. Zweitakter riechen, sage ich mal, oder stinken und qualmen viel mehr als ein Viertakter. Seit 2017 sogar dürfen Zweitakter nicht mehr gebaut werden, zumindest ich glaube in Europa ist es so, weil die nicht mehr den neuen Abgasbestimmungen nicht mehr entsprechen. Und Viertakter sind dagegen richtige Naturfreunde, die verbrauchen weniger als ihr, wenn ihr pupst. Beziehungsweise die verpesten die Umwelt weniger. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Tuning-Möglichkeiten. Und da ist ein Zweitakter einfacher aufgebaut als ein Viertakter. Was genau einfacher ist, könnt ihr googeln. Somit ist das Selbstschrauben an dem Roller an einem Zweitakter viel angenehmer, viel einfacher, vor allem für die, die noch nicht so richtig in der Materie sind. Und man kann mit weniger Einsatz viel mehr aus der Performance rausholen. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Sportauspuff bauen, da merkt man schon einen deutlichen Anstieg am Anzug zum Beispiel. Ja, bei einem Viertakter kann man zwar auch was machen, so eine Sportradiomatik, Sportauspuff, aber das merkt man bei einem Viertakter nicht so sehr. Also könnte man schon merken, macht aber nicht so viel aus. Zumindest im 50er-Bereich. Außerdem ist eng verknüpft mit der Frage Zweitakter oder Viertakter die Frage China-Roller oder Markenroller, denn die meisten Viertakter sind heutzutage tatsächlich China-Roller. Bei den Zweitaktern ist es mehr oder weniger ausgeglichen, da gibt es Markenroller und China-Roller als Zweitaktroller. Darüber spreche ich aber, darüber sprechen wir aber im nächsten Video. Um das Video nicht zu verpassen, abonniert einfach kostenlos den Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Und in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.